Im Endeffekt, Envy Depths of Heart. Envy Depths of Heart ist basically das neue Tramnook. 1 Stunde Cooldown. Kannst du im Low-Level farmen. Bis Level 90 ist gut. Also, beziehungsweise nach Level 90 kannst du nicht mehr rein. Also, musst maximal Level 90 sein. Sonst kommst du nicht mehr rein. Und, genau. Da kann man quasi fett Kohle scheffeln, auch wenn man eigentlich absoluter Kackboon ist. Ganz wie früher bei Tramnook. Es ist das neue Non-Master Tramnook. Envy Depths ist das neue Non-Master Tramnook. Full Front an alle, die es farmen. Kappa. Kostet aber Dungeon Coins. Erst ab dem 3. Run, Mr. Boat. Erst ab dem 3. Run. Wenn man keine Curses aktiviert. Iboza, was geht ab? Waffen- und Schmuckdrops, JG? Fast. Du kannst beim Boss Historic-Waffen droppen, von denen einige noch gut was wert sind. Du kannst bei einigen Monstern einschließlich dem Boss Skins droppen, von denen einige was wert sind. Du kannst Karten droppen, die wenig bis nichts wert sind, PD10 und 12, die ein bisschen was wert sind. Du kannst Cage Keys droppen und Cage Keys kannst du wiederum dazu verwenden, Pet-Käfige zu öffnen und dort die Pets, Reroll-Pets zu farmen, die man wiederum sehr gut für Geld verkaufen kann. Und dann kannst du noch, da spawnen so 2 so Chests, die gab es ja früher zum Beispiel, wie so die Aminos-Boxen sind die so ungefähr, du musst erst zum Beispiel 100 Monster töten, dann droppt die erste Chest, liegt dann mitten auf dem Weg, die kann man eigentlich nicht übersehen. Und nachdem man die Sirene tötet, droppt die zweite Chest. Und da können dann noch Premium-Items drin sein, wie zum Beispiel Rainbow Cotton Candy, Goldpill-Package. Goldpillen kann man ja nicht kaufen für Penya. Und Box of Element Attack, die man für 100 F-Coin im Cash-Up kaufen kann. So viel, JG. Und das alles wartet darauf, von dir abgefarmt zu werden. Das alles wartet darauf, dass du deinen dreckigen Bogen da rein tunkst und so richtig schön dreckig einmal durchziehst. Also die Monster kannst du Hit and Run töten normalerweise oder Semi-Hit and Run. Kommt drauf an. Boss geht natürlich nicht Hit and Run. Allerdings brauchst du zwingend ein CW-Set. Ohne CW-Set wird es nicht funktionieren. Dann würde dich entweder der Boss oder die Monster werden dich zerfleischen ohne CW-Set. Also du brauchst ein Roren-Set mit Blitz auf der Suit, damit du halt einen extrem guten Verteidigungswert hast, weil alle Monster im Dungeon sind Wasser. Und Roren-Set oder die CW-Sets geben ja Verteidigung gegen alle Elemente, außer Wind. Aber der Dungeon ist ja nicht Wind, das ist ja egal. Und dann machst du noch zusätzlich Blitz auf die Suit für die maximale Verteidigung, basically. Und dann reicht es eigentlich, also dann ist dein HP-Wert eigentlich relativ Wurst, theoretisch. Musst du auf jeden Fall eine M mitnehmen, logischerweise, der dich bufft, obviously. Ja. Das wäre das Einzige, was du brauchst, ein Rorent-Set. Rorient-Set mit Blitz auf der Suit. Sonst kannst du es wahrscheinlich vergessen. Denke nicht, dass man es ohne das Set schaffen kann. Außer man geht Full Power ab oder so. Wie Shakira schon immer gesagt hat, was auch immer du tust, Hauptsache du farmst Envy Depths. Alles andere spielt keine Rolle. Wie du es machst, juckt keinen. Hauptsache du machst es. Das waren ihre exakten Worte. Alles ist gut, solange du Flav bist. Das gefällt mir, das rahme ich mir. Das drucke ich mir aus und rahm's mir an die Wand. Alles ist gut, solange du Flav bist, von Knack G 2024. Weisere Worte wurden nie gesprochen. Das hat 30 Euro gekostet im fucking Jahr 2012 oder so. Alter, 30 Euro 2012, das sind 500 Euro in der heutigen Währung. Inflation, Baby. Mal Hand aufs Herz, würdet ihr euch ein Display kaufen von Flyf, wenn die den offiziellen Display Store aufmachen würden?
und die da richtig geile Designs reinbuttern würden? Hand aufs Herz. Would you do it? Na? Hey, come on, Jack, so dreckiger Hater. Hey, come on, man. Mit dem Rabattcode Spilo-Styler. 1% auf alles. So. Was für diepe Themen hier. Ja, beim Flive-Spielen öffnet sich der Geist. Man sagt, beim Flive-Spielen öffnet sich der Geist für die komplexesten, ansprechendsten Themen der Menschheitsgeschichte. Deswegen haben auch alle großen Denker der Geschichte immer Flive gespielt. Zum Beispiel Platon, Sokrates, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, Moneyboy, Dwayne The Rock Johnson. Du weißt schon, all diese kreativen Genies haben alle Flive gespielt. Das Spiel hat eine lange Tradition der Dichter und Denker hinter sich.